Sind Sie bereit, Geld zu verbrennen? Nun, nicht wirklich, aber im übertragenen Sinne im Bitcoin, Ethereum und anderen Kryptowährungen. Willkommen zu meinem Video, in dem wir den ETF-Wahn ein bisschen untersuchen und in Bezug auf das heutige Event, den 3.1.2024, vielleicht ein bisschen enthüllen. Der Schrei auf dem Markt nach börsengehandelten ETFs ist genauso groß wie ihre Auswirkungen nach dem brennenden Wunsch zu finanziellen Gewinnen im Bereich der digitalen Währung. Bitcoin, Ethereum und weitere Kryptowährungen haben die Welt im Sturm erobert. Und es werden immer mehr. Sie versprechen schnellen Reichtum und finanzielle Freiheit, sind aber auch mit Risiken verbunden. Schwankende Werte haben vielen Anlegern das Gefühl gegeben, ein Spiel mit hohen Einsätzen zu spielen. Aber, wie Sie vermutlich wissen, gibt es die Möglichkeit, in diese digitalen Vermögenswerte zu investieren, ohne sie direkt zu besitzen. Denn hier kommen die ETFs ins Spiel. ETF oder Exchange Traded Fund ist eine Art Investmentfonds, der den Preis von Kryptowährungen abbildet, ohne dass Sie einzelnen besitzen müssen. Es bietet eine bequeme Möglichkeit, in digitale Währung zu investieren, ohne sie selbst zu speichern und zu verwalten. Viele Nachrichten und auch Videos oder Livestreams waren heute nur mit der Bullrun startet. Bitcoin über 50.000. Investieren Sie jetzt noch schnell. Oder. Ich persönlich finde es immer schade, wenn man so fahrlässig mit gegebem Geld umgeht und besonders auch den Zuschauer, der wahrscheinlich nicht so tief in der Materie ist, zu etwas verleitet, was nicht zielführend ist. Und das passiert meistens, wenn die Gier massiv zunimmt. Jedenfalls war die Nachricht heute in Bezug ETF keine gute, so jedenfalls mein Wissensstand. Ich persönlich lege nicht so viel Wert auf News oder Fundamentaldaten. Wir werden uns auch gleich mal anschauen, was heute passiert ist und was ich bis heute früh noch publiziert habe. Und vermutlich der ein oder andere mit Alien auch. Gerade was Solana mit dem Update heute Morgen anging, sowie Bitcoin und Ethereum in den letzten Tagen. Gehen wir mal rein in Bitcoin. Das war der Stand zu heute Morgen, beziehungsweise gestern Abend. Und wir sind dann nach oben gelaufen. Wir hatten gesagt bei uns, dass wir hier das Hoch schon erreicht haben und dass wir ein maximales Hoch nochmal machen werden. Das machte aber strukturell wenig Sinn. Wir sind auch genau an diesem Cluster hier oben eingelaufen und nach dem Bruch der entsprechenden Struktur hier, nach der Linie, Trendlinie für die Charttechniker, ging es massiv ab. Ja, in diesem Rücklauf hier oben sind wir auch nochmal short reingegangen. Wir konnten ihn mitnehmen, sind aber hier schon erstmal raus mit einem großen Teil. Darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, dass es auch den nächsten Cluster, den nächsten Fibonacci-Bereich wieder angelaufen hat. Das sieht jetzt wunderbar aus, das kann man alles super machen. Sie können gerne in den Videos nachschauen. Da haben wir das alles einmal publiziert und wir schauen es auch einmal ganz kurz an. Was ist die Aussage gewesen? Die Aussage ist folgende gewesen: Wir laufen hier runter in ein A, sind dann hier hoch zum B und da haben wir aktuell das Top gemacht und wir gehen dann runter und zwar Richtung C. Und das C liegt in dem Bereich 40.000. Im Optimalfall mit der 4 in Kombination wären wir auf 36.351 US-Dollar. Das ist natürlich ein massiver Abverkauf, besonders weil viele gesagt haben, oh, hier oben die 50.000, da gehen wir heute drüber. Also wir sind noch das, was wir heute runtergefallen sind, sind wir noch weg. Wie wird es jetzt weitergehen im Bitcoin? Das ist jetzt die Frage. Grundsätzlich ist es so, dass wir hier strukturell, das switche ich einmal wieder zurück, grundsätzlich sagen können, ja, das kann die C sein, das kann aber auch erst der Anfang sein. Oh, jetzt habe ich das Falsche genommen. Immer das größer. Sondern hier das A, da das B und dann das C. Das heißt also, das B wahrscheinlich nochmal hier so in dem Bereich. Und dann laufen wir hier gegebenenfalls nochmal runter. Das Ganze kann aber auch
größer werden oder eine WXY. Das hier, für alle, die jetzt EW haben, muss kein B sein, das kann auch ein X sein und das ein Y. Darum hier die Verwendung. Schauen wir uns Ethereum an. Gleiche Prinzip, gleiche gepostet, gleiches Szenario. Wir gehen einmal rein. So, jetzt haben wir es. Und wir schalten einmal hoch auf 4-Stunden-Basis. Gehen wir nochmal hoch auf Tagesbasis. Denn da hatten wir gesagt, dass wir hier in der ABC sind. Ich zeige das einmal, dass wir hier in der ABC sind. Und dass wir diese 2450 als extremen Widerstand sehen. Warum? Weil wir auch in einer anderen Zählweise die 2478 als Ziel haben für eine mögliche 3. Das heißt also, auch hier würde es wieder runtergehen. Das heißt, dieser Bereich hier war sehr, sehr stark als Widerstand zu sehen. So viel zu diesem. Jetzt, das war der untergeordnete. Dann gehen wir einmal wieder runter und machen den gelben aus. Den weißen sehen wir hier einmal. Auch da haben wir direkt in dem Bereich hier unten gedreht. Und auch hier Trendlinie ebenfalls wieder den Markt etwas verlangsamt. So, dann wollte ich jetzt nochmal gucken. Das war die falsche. Ich glaube, das war es soweit. Hier ist die gelbe, genau. Das heißt also, wenn hier die 3 war und wir hier eine A, B gesehen haben, dann gehen wir davon aus, dass wir auch hier wieder in dem Level der 2452 waren und dementsprechend dann jetzt abverkaufen. Wie geht es jetzt hier weiter? Hier sehen wir jetzt auch nochmal eine dreiwellige Struktur gerade, also 1, 2 und die dritte Welle geht runter. Ja, das ist jetzt die Frage, ob das jetzt hier wieder das A ist und das dann jetzt hier nochmal hoch geht, bevor es dann hier wieder runter geht in dem Bereich. Und zwar in diesem Bereich hier unten rein. Die Linie haben wir noch aus den ersten Analysen. Wir hatten da diese Box, die wir hier sehen, diese weiße Box. Dann nehme ich mal die Linie ganz kurz raus, die brauchen wir jetzt nicht. Und auch die Pinsel nehmen wir alle raus. Da hatten wir diese weiße Box einmal markiert, hier, dass wir hier einmal reinlaufen. Einige sahen das nicht so, ist auch verständlich. Es gab auch Alternativen, die natürlich gesagt haben, wir gehen nach oben, aber das ist unsere Primärwartung gewesen, die ist eingetreten. Und ich gehe auch davon aus, dass wir hier nochmal die 1,974 sehen werden. Es ist durchaus möglich, und das passiert im Kryptomarkt leider häufiger, dass die Levels vorher geholt werden. Es ist jetzt ein kleiner Abstand, aber strukturell untergeordnet ist das entsprechend geholt. Kann also auch passieren. Finde die Welle C aber hier in dem Fall ein bisschen zu knapp und auch zu schnell. Aber das ist das, was ich gerade sagte, kann im Kryptobereich passieren. Gerade wenn es die Welle 4 ist, dann kann die relativ schnell gehen. So, das Ethereum. Dann schauen wir uns Solana an. Solana, gleiche Prinzip. Heute Morgen noch das Video veröffentlicht. Schaut gerne einmal rein. Da haben wir genau dieses Szenario einmal gehabt, dass wir hier oben das X fertig haben und jetzt abverkaufen. Auch hier sind wir mindestens im Bereich der 80 als Zielzone gewesen. Dadurch, dass das Y, wie wir hier gut erkennen können, auch hier schon fast ein Level abgearbeitet hat und wieder nach oben geht, ist auch jetzt hier abzuwarten, wie das entsprechend läuft. Sollte das jetzt hier weiter hochlaufen und nochmal ein Pullback geben und das wirklich untergeordnet saubere Strukturen geben, dann kann man hier den Rücklauf gegebenenfalls als Einstieg nutzen für das noch zu erwartende Hoch, was wir hier oben haben. Also Bitcoin, Ethereum, Solana
Selbige Prinzip, ähnliche Strukturen, gleiche Richtung. Und das gleiche können wir auch für Matic Polygon sagen. Da ging es auch massiv nach unten. Auch hier haben wir momentan das mal ganz kurz. Wo ist es denn? Nee. Sehe ich gar nicht. Das ist bestimmt untergeordnet. Dann versuche ich so zu erklären. Auch hier haben wir die Möglichkeit, dass die weiße Struktur, sie ist komplett dreiwellig, das würde ein Diagonal bilden. Das heißt also, wir laufen hier 1, 2, 3 mal hoch zu dieser 1, dann wieder 3 mal runter und dann entsprechend 3 mal hoch. Was war die andere Variante? Dann 3 mal hoch zu dieser 3 und dann halt auch hier entsprechend wieder 3 mal zur 4 und wie wir es hier schön sehen, 3 mal zur 5. Und danach geht es massiv nach unten. Das Ganze kann man jetzt auch noch mit dem Türkisen sehen, dann ist die 3 schon hier vorne beendet und die 5 hier vorne und dann hätten wir hier wieder ein überschießendes B, wie bei Bitcoin, Ethereum und Solana. Und auch hier ist der Bereich 127, 138 einmal angelaufen und danach abverkauft. Also charttechnisch waren wir darauf vorbereitet, konnten das auch entsprechend traden. Ich finde es immer persönlich schade, wenn man ja, auf Basis einer Aussage seine Investition trifft. Wie gesagt, das ist hier auch keine Anlagenberatung. Auch wir liegen mit Elliott-Wellen mal daneben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir die richtige Richtung haben, dass wir die Tendenz haben, die ist immer sehr, sehr hoch. Und wir traden auch nicht jede Welle, sondern größere Cluster und langfristig soll es einen Ausblick auf das entsprechende Asset geben oder hier die entsprechende Kryptowährung. Ich hoffe, es hat gefallen. Dann lasst gerne ein Like da. Fragen, Anregungen gerne in die Kommentare. In diesem Sinne, schützt euer Geld. Danke fürs Schauen. Bye bye.